Was versteht die Intelio unter GRC und was macht sie anders als alle anderen? Sehr gute Frage, auch ein ganz wichtiges Thema. Bevor wir einsteigen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, mal den Begriff GRC klar zu definieren, auch nicht zu ausschweifend. GRC steht für Governance, Risk und Compliance. Governance sind vor allem die Prozesse und Strukturen, die ich im Unternehmen etabliert habe. Und da geht es vor allem darum, die klar und effizient zu steuern. Das ist wichtig für die Geschäftsleitung, das ist wichtig für das Top-Management, das ist wichtig für die Mitarbeiter, die in den Prozessen wirken. Bei den Risiken geht es vor allem darum, überhaupt mal die Risiken transparent zu benennen, darüber sich im Klaren zu werden, welche Risiken ich im Unternehmen habe, die auch frühzeitig zu erkennen und vor allem schon heute sich Gedanken zu machen, wie begegne ich diesen Risiken, wenn es denn eben entsprechend eintreten. Das heißt, ich habe einen Plan in der Tasche, welche Maßnahmen ich eben einleite, wenn die Risiken auftreten. Und der letzte Punkt ist eben der Punkt Compliance. Da geht es darum, alles, was von außen auf das Unternehmen einprasst. Da haben wir ganz unterschiedlichste Anforderungen. Wir haben Gesetze, wir haben Richtlinien, wir haben Zertifizierung mit Audits, wir haben Normen, die wir immer wieder jährlich eben erfüllen müssen. Und all das subsumiert der Begriff GRC. Und hier geht es eben dann darum, für uns als Intellior, das möglichst einfach für den Kunden im Unternehmen dann eben abzubilden. Und die Herausforderung ist, dass es eben nicht nur ein Thema ist, sondern GRC umfasst dann ganz, ganz viele Domänen. Ich habe unterschiedlichste Zertifizierungen, die dann wiederum unterschiedlichste Audits dann eben erfordern. Ich habe meine Prozesse, die klar und strukturiert abgebildet werden sollen. Das heißt, es ist ein sehr breites Feld. Und unser Ansatz ist, dass wir dem Kunden schon ein Best-Practice-Modell eben mitliefern. Das ist mal der erste wichtige Punkt, dass wir sagen, er fängt nie auf der grünen Wiese an, der Kunde, sondern der Kunde steigt ein mit einem klaren Ansatz, mit einem klaren Vorgehensmodell, mit einer Starthilfe, wie wir es immer nennen. Und damit kann ich meine Prozesse erfassen und damit eben schon mal starten. Und der zweite ganz wichtige Aspekt, den man als Kunde auch nie aus den Augen verlieren sollte, ist, wenn ich in den Bereich GRC eben einsteige und ich fange zum Beispiel mit meiner ersten Zertifizierung, mit meiner ersten Richtlinie, mit meiner ersten Norm an, dann ist es der Einstieg in diese Welt. Aber über die Zeit werden weitere Zertifizierungen, ISO-Normen zum Beispiel, ISO 27001 oder weitere Richtlinien folgen, die ich implementieren muss. Und hier geht es dann vor allem darum zu schauen, dass ich ein System und einen Ansatz wähle, der mitwachsen kann. Also das heißt, ich fange heute zum Beispiel an, eine ISO 27001 mit einem integrierten Sicherheitsmanagementsystem eben abzubilden und entwickle mich dann aber weiter in ein BCMS, also Business Continuity Management System und so weiter. Und der ganz wichtige Aspekt ist dann eben hier dabei zu schauen, dass es alles integriert ist. Ich möchte nicht irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, jetzt habe ich ein ISMS abgebildet und dann muss ich ein weiteres System mit weiteren Inhalten und Verantwortlichen dazu nehmen, obwohl ich doch alles schon im System auch ein Stück weit habe. Ich habe dieselben Daten, die ich verwenden muss, wie Prozesse, wie IT-Systeme. Und darum geht es eben um diesen integrierten Ansatz, der ist bei uns gewährleistet. Das heißt, ich fange mit einem Thema an und kann nahtlos in das nächste Thema übergehen und auf alle Informationen zurückgreifen, die es im System dann eben schon gibt. Und was zum Beispiel ein sehr cooles Feature ist, ich kann als Verantwortlicher auch aus allen Domänen mir die Risiken anzeigen lassen. Also es gibt zum Beispiel dann Listen, die zeigen mir alle Risiken an, die ich überhaupt im Unternehmen habe. Und die kommen aus unterschiedlichsten Domänen. Die kommen einmal aus dem ISMS-Bereich, einmal aus dem DSGVO-Bereich, einmal aus dem BCMS-Bereich. Also ich habe einen kompletten Überblick und ich kann es natürlich auch wieder isoliert betrachten. Aber das ist der Clou, dass wir wirklich ein mitwachsendes System haben und ich muss mir als Verantwortlicher keine Gedanken machen, wie ich dann eben diese Reise hier über die Zeit abdecke. Und wir tragen natürlich Sorge dafür mit unseren Partnern, dass wir immer am Zahn der Zeit sind und wenn neue Richtlinien rauskommen, neue Gesetze rauskommen, das eben dann auch im System mit einbetten dann. Und das sind die zwei wichtigen Aspekte, um das nochmal zusammenzufassen. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mir einen Partner ins Boot holen, das sind wir eben, die eine Menge Erfahrung haben, die eben schon out of the box Best Practices mitbringen und ein Vorgehensmodell und einen integrierten Ansatz fahren. Weil am Ende wird die Rechnung relativ teuer, wenn ich immer wieder weitere Systeme, weitere Partner mit ins Boot holen muss und immer wieder auch diese Aufwärmphase habe, wo ich dann wirklich Daten rüberbringen muss, bevor ich dann ins eigentliche Spielen, also ins eigentliche Doing komme, um mein GRC-Thema zu betreiben. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.